Hey Leute, herzlich willkommen zu einem Omsi 2 Video auf meinem Kanal. Heute sind wir in Omsi 2, der Omnibus Simulator, unterwegs. Auf der Linie 2 nach Neustadt in Hohenkirchen. Und ja, ich würde mal sagen, wir springen direkt mal in den Bus und fahren von Therme bis Neustadt. Perfekt. Und der Drucker ist auch schon angemeldet, beziehungsweise schon hochgefahren. Der Umlauf ist 000, das müsste die 202 sein. Hohenkirchen-Therme nach Hohenkirchen-Neustadt. Das stimmt. Den PIN muss ich noch einmal ändern dann demnächst. So, perfekt, meldet er uns an. Ich habe vor der Aufnahme, das ist die zweite Aufnahme mittlerweile, habe ich dieses, gucken wir mal kurz, ob das alles passt. Ja, dieses Shadow-Plugin drin gehabt. Aber Omsi 2 hat gesagt, nee, das wollen wir nicht. Beziehungsweise es hätte funktioniert, aber die FPS waren so schlecht, dass Omsi 2 nicht wollte. Beziehungsweise die FPS dann hinter so schlecht waren, dass Omsi 2 dann abgeraucht ist sogar. Machen wir mal 14 nach. So, haben wir noch ein bisschen Zeit. Hallo. Macht schon einen Bus an. So, kann der Bus schon ein bisschen Vorzug noch ein bisschen aufbauen. So, wir fahren so ungefähr 21 Minuten. Über Klinikum, Bahnhof, Stadtpark, Fahrplatz, Molkerei und Halle Scher bis Neustadt. So, machen wir direkt meine Fahrerkarte rein. Hier oben scheint so ein See zu sein. Vielleicht sehen wir den gleich aus dem Bus, wenn wir da vorbei... Ah ne, wir fahren da nicht vorbei. Hier sieht man den jetzt gleich, wenn wir mal abfahren sehen können. Hier sehen wir denn, dass es... Also was heißt das See? Das ist ein Schwimmbad. Das hier, nee, das hier ist der See. Der sieht aber schön aus, der See. Wunderschön. So. Dann. Perfekt. Wir haben Abfahrt. Perfekt. Und nochmal mit Tür zu. Wir sind übrigens heute mit einem Citaro Facelift unterwegs. Diesen Bus kann man auch nicht downloaden. Ist privat von mir noch ein bisschen aufgemoddet worden. Ist zwar die Asiak-Version, aber die ist privat von mir nochmal ein bisschen verändert worden, beziehungsweise wird noch weiter verändert. Bin dabei, daraus einen Ruhrbahn-Mod zu machen. Aber, ja, klappt noch nicht so ganz mal, wie man sich das so vorstellt. Aber wir versuchen es einfach mal. Deswegen, wie gesagt, bevor wir Leute in die Kommentare schreiben, nein, den Bus gibt es nicht zum Download, da ich auch per Discord viele Anfragen kriege, ob ich den Bus verschenken würde oder mir würde man Geld dafür bieten, sage ich, nein, Nächste Haltestelle. Das ist leider nicht möglich und wird es auch nicht möglich werden, dass ich die Busse verschenke und meine Arbeit da reinstecke und dann die Busse nicht gebe. Und ich habe diese Karte ausgesucht, weil unsere Augen brauchen mal wieder was anderes, was Schöneres. Wir sind, glaube ich, im letzten oder im vorletzten Video sind wir K-Bergbahn Modded gefahren. Und das war so Augenkrebs, dass ich meine Augen erstmal auswaschen musste danach. Und deswegen habe ich gesagt, nee, wir fahren nicht mit sowas, sondern wir fahren jetzt einfach mal mit, auf Hohenkirchen mit einem Facelift. Und hier ist die Straße gesperrt scheinbar. Okay, dann fahren wir mal hier rum. Muss noch stehen bleiben, der Kollege. Ich bleib hier stehen, das ist perfekt, vielen Dank. Und dann fahren wir nämlich weiter. Nein, das war so eine grässliche Karte, da hatten wir nur rauf, runter. Und hatten auch nur die schlimmsten Kurven, die es gab. Und da habe ich gesagt, nee, das ist eine Karte, die ich im Lebtag nie wieder fahren würde. Und wie gesagt, Hohenkirchen ist schon eine sehr, sehr schöne Map. Und ja, ich finde sie auch, sie ist Liebe zum Detail. Diese Spur ist eigentlich auch hier nicht Liebe zum Detail, sondern diese Spur ist einfach grässlich. Weil diese Spur ist viel zu klein für einen Bus. Da glaube ich dann nur ein MAN lang und kein Citaro Facelift. Ja, hier im Bahnhof habe ich immer so Probleme, in der Nähe von der BGR habe ich immer so Probleme mit Omsi, dass er so nachladen muss, aber das ist normal.
Kein Problem, funktioniert die Innenanzeige. Auch. Die muss ich noch auch ein bisschen ummodden. Das geht auch noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Aber ich arbeite auch noch daran, dass es eine andere wird. Machen wir mal hier rum. Perfekt, da will ein altes Großmütterchen mit. Wir sind auf K-Bergbahn, sind so die Ruhrgebiet-Autos, so die alten DDR-Autos. Die braucht heute keiner mehr. Die Fahrgäste können scheinbar auch nicht sprechen. Aber es ist auch okay, wenn sie mit mir nicht sprechen. Kann ich, glaube ich, auch mitleben. So. EGA. Dann sind wir richtig. Ich habe diesmal auch die Navigation gemacht. Bei K-Bergbahn wollte man die Navigation überhaupt nicht. Das hätte ich mir aber auch denken können, dass ich nicht wollte. Müssen mit Hilfszeilen fahren. Und vor allem wir sind mit dem Gladbecker C2 gefahren. Der Bus an sich ist kein Problem gewesen. Ich hätte direkt einen Facelift nehmen können und ich wäre mit dem Facelift nicht mal da hochgekommen. Weil der Berg so steil war, dass selbst der stärkste Motor da versagt hat und überhaupt nicht hochkam. Das ist halt ja bei Hohenkirchen anders. Da schafft der Bus es wenigstens hoch. Auch wenn man so ein bisschen buggy ist, ein bisschen leckt, aber es geht. Der Bus schafft es hoch. Und was will man mehr? Er schafft es hoch und das ist wunderbar. Mehr will man nicht im Leben. 50 Gramm. Der geblitzt werden. So, wo sind wir denn jetzt? Erfurter Straße. Okay. Ah, hier bauen sie rechts auch, scheinbar schon seit Jahren. Wo es hier rechts hingeht, weiß ich auch nicht. Ah, okay. Keine Ahnung, ob die Straße war. Die Feuerwehr würde ich gerne gleich mal sehen. Wo wir an der Feuerwehr gleich vorbeifahren. Die würde ich gerne mal sehen. Wie die aussieht. So, Kollege, willst du einsteigen? Will er mal einsteigen? Ja, sprechen tun sie auch nicht. Also haben wir jetzt gleich am Bahnhof, sind wir dann gleich schon. Jetzt kommt erst Feuerwehr und dann kommt Bahnhof. An den Bahnhof kommt nach Klinikum. Aber es ist okay. Das ist auch vor allem eine Solobuslinie. Ich hatte erst den Gelenkbus von dem hier draußen, bis ich dann gesehen habe, nee, das geht überhaupt nicht, das ist ein Solobus. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann nehmen wir eine Solobuslinie. Weil die anderen Gelenkbuslinien wären so über eine Stunde gegangen, das wäre auf Dauer auch anstrengend gewesen. Und deswegen habe ich gesagt, komm, eine schnelle Solobuslinie, die 2 sind wir noch nicht gefahren. Wir sind die 1 damals zur Jugendherberge gefahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das war, glaube ich, damals noch mit dem MAN EHD aus Bad Hügelsdorf oder dem, der hier mitgeliefert wird. Hohenkirchen, Klinikum. Dürfte aber der gewesen sein, der mit hier geliefert wird. Aber ja, ich kam mit dem eigentlich auch sehr gut zurecht mit dem Bus. Gut, wir hätten jetzt auch natürlich den anderen nehmen können. Ich weiß nicht, warum wir hier so wenn man die Straße nicht sieht oder wenn man pennt die ganze Zeit. Und ich habe die Straße einfach so jetzt wirklich nicht gesehen. Ich habe jetzt gedacht, weil der Pfeil so geradeaus gezeigt hat, wir darum fahren müssen. Ne, wir mussten hier rein. Therme Hohenkirchen, da kommt der Gegenbus. Das heißt, wir fahren jetzt die Linie einmal ab. Komm, Kollege. Ach, Schritt schneller. Sprechen tut ihr wirklich nicht. Fahrgäste begrüßen dann nicht. Das ist sehr schade. So, dann kommt jetzt der Bahnhof. Diesmal fahre ich aber richtig. Perfekt, sogar richtig gefahren. Und nicht ablenken lassen von der Karte. Und der Bahnhof. Jetzt müssen wir... Nächste Haltestelle. Hohenkirchen, Bahnhof. Sie haben Umsteigemöglichkeiten zum Regionalverkehr. Ja. Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr.
So. Ah, Sonnenansagen funktionieren immer noch nicht in dem Bus. Immer noch nicht behoben den Fehler. Wie lange haben wir denn jetzt? Nicht 33, sind wir viel zu spät. 23. Kommen wir mit 24. Mal wieder pünktlich. Mit. Ja, mit. Nö. Gut, dann fahren wir los. Und dann fahren wir jetzt direkt weiter im Stadtpark. Mal hier rum und dann einmal zum Stadtpark. Müsste ich mal gucken, was das Problem ist, dass die Fahrgäste nicht sprechen. Aber wenn sie nicht sprechen, umso besser können sie sich meckern. Hohenkirchen Stadtpark. Ja, Stadtpark. Wenn sie wenigstens sich meckern mit einem über den Fahrstil oder sonst was, ist dann auch wieder ein Vorteil. So, fahren wir einmal hier rum. Einmal nach links bitte. Und nach rechts haben wir nämlich dahin, wo wir gerade herkamen. Und er fährt auch hier rein. Das heißt, wir können Gas geben, einmal hier rumfahren. Oh, da haben wir gerade fast den anderen gerammt. Das wäre jetzt schlimm gewesen, wenn wir den anderen gerammt hätten plötzlich. So, fahren wir mal geradeaus. Ah, hier dürfen wir 30 fahren. Wir müssen runterbremsen, dass wir auf 30 sind. Wenn nämlich hier plötzlich ein Blitzer steht, dann kriegen wir ein schönes Postfoto nach Hause. Und das will ich nicht haben, das Foto. Das wird teuer. Das wird auf jeden Fall teuer. Will jemand einsteigen? Nee. Gut, dann fahren wir durch. Auch kein Problem, umso besser können wir direkt durchfahren. So, dann haben wir jetzt die nächste Haltestelle, wo endlich mal jemand aussteigen will. Jetzt geht's in die Altstadt tatsächlich. Das ist ein bisschen blöd mit den Häusern hier. Nächste Haltestelle. Hohenkirchen Rathaus. Ja, aber das mit den Häusern ist etwas blöd. Da die Häuser so, dann stehen die so im Weg. Man kann da nicht so sehen, wo wir lang fahren müssen. Aber das Problem kriegen wir auch gelöst. Boah, ist die Straße eng hier. Na komm Leute. Und sind durch. Bauch einziehen. Oh. Durch. Perfekt. Ja, aber das war jetzt... die Straße war wirklich ein bisschen eng, muss ich sagen. Aber wir sind ja durchgekommen durch die Straße. Das hier ist, glaube ich, eine Einbahnstraße. Das heißt, kann uns sowieso keiner entgegenkommen. Unser Vorteil. Guten Tag. Habe ich vergessen, hier spricht ja nicht mehr. So, dann fahren wir mal direkt weiter. So. Mal kurz gucken, dass keiner entgegenkommt. Ja, perfekt, kommt keiner entgegen. Wir können dann direkt weiterfahren. Zum Postplatz. Wie viel ist es? Oh, hier ist 30. Nächste Haltestelle. Das ist jetzt peinlich. Hohenkirchen Postplatz. Wir haben aber die neuen Fahrgäste es noch nicht hingeschafft. Und Touristeninformation. Bitte hier aussteigen. Ja, bitte hier aussteigen dann für Touristeninformationen. Hallo. So, dann ist hier die alte Ille. So, die Frage ist, jetzt müssen wir gerade auch... Ne, wir müssen nach links blinken und dann einmal hier fahren. Weil das ist eine rechts vor links Kreuzung. Deswegen müssen wir blinken dann. Nächste Kennt man alles in Haltestelle. der Fahrschule dann. Hohenkirchen Wiesenweg. Ja, Hohenkirch, Wiesenweg. Erinnert mich ein bisschen so an Bad Hügelsdorf. Das ist irgendwie, weil das hieß Wieseneck. War glaube ich da Wieseneck Friedhof. Wie das immer hieß, Wieseneck Kirche. Die nehmen auch keine Rücksicht, die Autofahrer, die fahren einfach. So. Verwaltung. Wo sind wir denn jetzt? Ah. Hier sind wir. Okay. Machen wir mal 29. Wir sind jetzt eine Minute zu spät, aber ist okay. Lieber bin ich ein bisschen zu spät, als dass ich zu früh bin und dann an der Haltestelle die ganze Zeit stehen muss. Gut, in der Realität kann man die Uhrzeit nicht so vordrehen. Aber dafür kann man das im Spiel hier. Und das Spiel ist ja, wenn man so will, auch eine passende Lösung auf die Lebensvorbereitung.
Deswegen Nächste Haltestelle. fahrt nicht so schnell, sonst ist der Führerschein weg. Veranstaltungsforum. Ach, Veranstaltungsforum. Ah, ich habe was anderes jetzt gedacht. So nicht Veranstaltungsforum, sondern vielleicht Festplatz. Dass es so Festplatz sein könnte. So. Hätte ja sein können, dass es so Veranstaltungsfestplatz gewesen wäre. Hätte ja auch passen können. Nein, jetzt will der Bus nicht beschleunigen. So, perfekt. Aber ich finde, muss ich ehrlich sagen, wie am Anfang schon gesagt, Hohenkirchen ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Karte. Es ist wie Bad Dügelsdorf, da steckt Liebe zum Detail drin. Da sieht man, dass Arbeit drin steckt. Und nicht so dann Haus hingeklatscht, Straße, geh mal durch. Nein, so funktioniert ein Mapbau nicht. Und so, finde ich, sollte auch keine Karte aussehen. Sollte schon nach was aussehen. Wenigstens nach etwas Schönem. Ja, war ja klar, dass uns keiner durchlässt. Oh, der hat kein Kennzeichen. Kann ich fahren? Wisst ihr, warte, ich fahre jetzt einfach. Weil sonst stehe ich bis morgen noch hier. So, perfekt. Ja, supi. Ach, da ist eine Busspur. Okay, hab ich auch noch nie gesehen. Oh, will jemand aussteigen? Fast der Haltestelle verpasst. Zum Glück aber nicht, ich habe es noch rechtzeitig gesehen. So. So, und dann fahren wir jetzt mal weiter zur nächsten Haltestelle. Hier ist die Straße? Ach, Neustadt. Halle-Scharing, so heißt die Haltestelle. Die ist 30. Okay. Mal 30 hier. Nächste Haltestelle. Auch kein Problem. Hohenkirchen, Molkerei. Ja, Molkerei. Okay. Ich weiß gar nicht, das ist auch hier das Linienupdate. Ich weiß gar nicht, ob das hier alles neue Linien sind. Oder teilweise die 2 ist, glaube ich, keine neue Linie. Die war, glaube ich, als Standard dabei. Aber die 1 war als Standard dabei. Aber die... Ich weiß gar nicht, welche Linien hier neu sind überhaupt. Das habe ich mir tatsächlich gar nicht gemerkt. So. Dann stehen wir jetzt hier und warten, dass wir weiterfahren können. Wenn man eine Haltestellenbremse drin, ich weiß nicht, dass der Bus sonst gleich wegrollt. Wenn wir die Haltestellenbremse nämlich nicht drin haben. Dann rollt der Bus liebend gerne mal weg. Und fährt irgendwo anders hin, aber nicht dahin, wohin er soll. Jetzt können wir die Haltestellenbremse wieder rausmachen, weil wir dann auch, ja, zu spät gedrückt. Jetzt musst du an der nächsten Haltestelle aussteigen. Aber ich finde das auch schön. Das sind so kleine Details wie Kühe, Pferde. Vor allem die Autos sehen nicht aus wie so aus den 70ern, sondern die sehen schon halt was aus, die Autos. Es sind nicht so wie Ruhrgebiet, so richtig uralte Karren. Oder Mallorca, die nur für Touristen gedacht sind, die Autos. So ein Mietverhältnis da. So ein Car-Mietverhältnis oder wie es sich auch immer heißt. Ich weiß jetzt leider nicht, wie das heißt. Müsste ich mal googeln, wie das heißt, damit ich es im nächsten Video parat habe. Hier wäre eigentlich eine gute Stelle fürs Thumbnail. Hier so. Tür zu. Eine Sekunde, Leute. Ja. Perfekt. So, dann geht es auf zur vorletzten Haltestelle. Dann haben wir es gleich auch geschafft. Und sind gleich an der Haltestelle angekommen. Hoffentlich. Aber ich finde, muss ich ehrlich sagen, ich finde auch diese Graffitis an den Wänden schön. Die machen schon was her, die Graffitis. Hohenkirchen, Halle-Scharing. Halle-Scharing. Ja, aber die, wie gesagt, die Graffitis machen schon was her. Die lassen ein bisschen Echtheit in die Map einfließen. So ein bisschen Realismus. Und die Map sieht ja nicht so aus wie so 0815 Map. Und dann sieht sie dann nichts aus, sondern sie sieht schon nach was aus, dann die Map, wenn Graffiti drauf ist, ob es an den Häusern ist oder ob es jetzt an den
Mauern ist, an den Autos ist. Also an den Autos eher nicht, aber so wie auf den Zügen so Graffitis. Das lässt schon aussehen, wie die Welt heutzutage aussieht, so wie so bunt die Welt ist. Und das ist das, was ich so feiern um sie, wenn man das so umsetzen kann. Oder Leute einfach das vorsprühen und dann man einfach rein kopiert. Kirchen, So. Neustadt. Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. So, wir haben unsere Endstation erreicht. Und ja, haben jetzt hier Pause. Sind sogar pünktlich immer auf die Minute gewesen. Machen Bus aus. Und ja, ihr lauft alle durch mein Auto, durch meinen Bus. Aber kein Problem. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Wertung da. Einen Daumen hoch, ein Abo, das würde uns sehr freuen. Beim nächsten Video rein. Ciao. Leute, tschüss.